Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder die Ceomoor CY95 im Einsatz. Wie man schon sehen kann, hier ist Meister Lampe unterwegs. Heute möchte ich etwas drauf eingehen auf die Auslösegeschwindigkeit dieser Kamera und ich habe ein nicht so oft gesehenes Wild wieder vor die Kamera bekommen. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran und gebt mir auch gerne ein Like dafür und wer neu ist hier, wie immer, auch ein Abo. Da zeigt sich das Rehwild auch gleich wieder vor der Kamera. Ich habe hier den Standort etwas verschoben, weil sonst habe ich eigentlich die Kamera dort auf einen liegenden Baumstamm angebracht. Das sieht man nachher noch besser bei anderen Aufnahmen. Aber kommen wir mal kurz zu der Auslösegeschwindigkeit. Ich habe hier die Kamera eingestellt mit einem Auslöseabstand von 10 Sekunden und darauf rechnet man ungefähr bei dieser Kamera 2 Sekunden bis 5 Sekunden. Wir kommen gleich auch zu einer Auslösung, wo man das sieht. Hier, dort sind dann halt nochmal 2 Sekunden draufgekommen. Das muss man natürlich berücksichtigen bei den Aufnahmen, dass es da eine verlorene Zeitspanne gibt. Die angegebene Trigger-Time ist meistenteils sehr vage oder entspricht nicht den eigenen Ergebnissen von den fortlaufenden Aufnahmen. Hier hat sie die Kamera bemerkt, aber so wirklich interessieren oder stören lässt sie sich durch die Kamera nicht. Sie hat wohl einen Geruch aufgenommen oder die leuchtenden Punkte von den beiden Hochleistungs-LEDs, die in der CY95 verbaut sind, wahrgenommen. Aber sie schaut nur ab und zu mal hin zu dem Punkt, wo die Kamera hängt, aber ist trotzdem noch ruhig dabei. Auch hier wieder gut zu sehen, sie bemerkt was, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass dort was hängt, was nicht hingehört. Noch starrt sie in die Richtung der Kamera, aber gleich wird sie die Flucht antreten. Da haben wir den Schwarzspecht auch wieder. Den hatte ich auch schon mal vor der Kamera bekommen. In diesem Bereich, allerdings auf dem Baumstamm, den man ganz hinten rechts sieht, dort habe ich die Kamera mit meiner Baumhalterung angebracht. Auch die Marderhunde zeigten sich wieder und wie man so schön gerade bemerkt hat, haben sie auch die Kamera gesehen oder sie bemerkt, dass da irgendwas hängt, was da nicht hingehört. Aber sie lassen sich nicht wirklich stören. Gleich kommt auch noch der Partner ins Bild. Marderhunde sind übrigens ihr ganzes Leben zusammen mit dem gleichen Partner. Hier wieder das Rehwild und sie bemerkt, dass dort eine Kamera hängt, aber lässt sich nicht wirklich stören, weil sie muss sich dringend lösen. Auch der Baummarder war mal wieder unterwegs und begutachtete sein Revier.
Hier sind die Rehe zu zweit unterwegs. Rehe leben meist nur im Winter in Gruppen zusammen, ansonsten sind sie sehr oft lieber alleine unterwegs. Besonders ältere Rehböcke und Ricken, die gerade ein Kitz geboren haben, sind eher Einzelgänger. Die Rehmütter tun dies vor allem, um ihre Kinder vor weiblichen Artgenossen zu schützen. Hier kommen wir zu den eher seltenen Gästen, und zwar dem Dammwild. Die hatte ich das erste Mal Anfang des Jahres vor die Linse bekommen. Es handelt sich hierbei um einen jungen Hirsch. In letzter Zeit bemerkte ich immer wieder, dass die Kohlmeise sich sehr für die Kamera interessiert. Das hatte ich auch schon bei der Campac TC03. Vielleicht spiegelt sie sich drin und sieht da drin einen Konkurrenten, aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier ein schönes Beispiel von einem Hirsch. Es ist auch gerade Brumpfzeit. Die Brumpfzeit ist im Oktober bis Anfang November und darum nehme ich auch an, dass sich gerade die Dammhirsche in diesem Waldstück aufhalten. Dieser Kollege merkt wohl die Kamera und verbeugt sich. Er bemerkt das komische Ding, was da am Baum hängt, und wählt einen anderen Weg. Für diesen Spießer wird es vielleicht die erste Brumpfzeit sein, aber ein wirklicher Konkurrent für den ausgewachsenen Hirsch wird er wohl nicht darstellen. Dammhirsche werden im Alter von 16 bis 17 Monate geschlechtsreif. Das soll es auch wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald.